Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ärger ist ein alltägliches Gefühl, doch oft raubt er uns Energie, Konzentration und Lebensfreude. Genau hier setzt dieses Buch von Vera F. Birkenbiel an, einer der bekanntesten Trainerinnen für gehirngerechtes Lernen und praxisnahe Selbstführung. Mit 59 konkreten Tipps, Techniken und Strategien verbindet sie verständliche Theorie mit sofort umsetzbarer Praxis, um Ärger zu erkennen, zu steuern und nachhaltig zu reduzieren. Das Ergebnis ist ein Arbeitsbuch für mehr Gelassenheit im Alltag, das sich sowohl an Einsteigerinnen und Einsteiger richtet, als auch an Menschen, die bereits Erfahrungen mit Selbstmanagement und Kommunikation gesammelt haben. Der Ansatz ist erfrischend pragmatisch. Kurze, klar strukturierte Einheiten, Übungen für unterwegs, Reflexionsfragen, kleine Experimente für den Alltag und gehirngerechte Erklärungen, warum die Methoden funktionieren. Birkenbiel ermutigt dazu, Ärger nicht zu verdrängen, sondern als Signal zu nutzen, um Bedürfnisse und Grenzen zu klären. Gleichzeitig zeigt sie Wege, wie wir innere Bewertungen verändern, Trigger entschärfen und in schwierigen Momenten handlungsfähig bleiben. Ob im Berufsleben, in der Familie, im Straßenverkehr oder im digitalen Austausch. Ärger entsteht überall dort, wo Erwartungen und Realität auseinanderfallen. Dieses Buch liefert eine Art Werkzeugkoffer, mit dem Sie Ihre Reizreaktionslücke vergrößern, deeskalierend kommunizieren und mentale Routinen aufbauen, die Ihnen langfristig mehr Leichtigkeit schenken. Die 59 Impulse sind so gestaltet, dass Sie sie einzeln nutzen oder zu persönlichen Programmen kombinieren können. Damit wird jeden Tag weniger Ärgern nicht zur Floskel, sondern zur konkreten Praxis, die spürbar Wirkung zeigt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Ärger verstehen. Biologie, Psychologie und Nutzen eines starken Gefühls. Wer weniger Ärger will, muss zuerst verstehen, wie Ärger entsteht. Biologisch betrachtet ist Ärger Teil eines alten Alarmsystems. Wird eine Grenze überschritten oder eine Erwartung enttäuscht, aktiviert das Gehirn Stressmechanismen. Adrenalin und Cortisol steigen, Puls und Muskelspannung nehmen zu. Diese Reaktionskaskade versetzt den Körper in Kampf, Flucht oder Erstarrung. Das erklärt, warum wir in hitzigen Momenten impulsiv handeln oder feststecken. Psychologisch ist Ärger oft eine Sekundäremotion, die Gefühle wie Unsicherheit, Angst oder Kränkung überdeckt. Er liefert Energie und Richtung, wenn etwas nicht stimmt. In diesem Sinn ist Ärger ein nützliches Signal, jedoch ein schlechter Ratgeber, wenn er uns blind macht. Birkenbiel betont den Zusammenhang von Ereignis, Bewertung und Reaktion. Nicht nur der Auslöser bestimmt unsere Emotion, sondern vor allem die Interpretation. Eine E-Mail in knappen Worten kann als unhöflich oder einfach als effizient gelesen werden. Genau hier liegt die Chance. Wer Bewertungen prüft, verändert Gefühle und Verhalten. Die Autorin lädt zu Achtsamkeit ohne Räucherstäbchen ein, also zu nüchterner Beobachtung in Echtzeit. Was genau hat mich getriggert? Was habe ich mir in Millisekunden erzählt? Welche Bedürfnisse sind berührt? Bereits diese Fragen schaffen Distanz und eröffnen Wahlmöglichkeiten. Hilfreich ist die Reizreaktionslücke. Zwischen Auslöser und Antwort liegt ein kleiner Raum, den wir trainieren können. Minipausen, gezielte Atmung und das bewusste Benennen des inneren Zustands vergrößern diesen Raum. So wandeln wir rohe Energie in gezielte Handlung. Auch das Konzept der Ärgertoleranz ist zentral. Niemand wird völlig ärgerfrei. Ziel ist, Intensität und Dauer zu reduzieren und den Nutzen zu bewahren. Ärger weist auf Werte, Prioritäten und Grenzen hin. Wenn wir das Signal ernst nehmen, können wir Ursachen bearbeiten, statt nur Symptome zu dämpfen. Ein weiterer Baustein ist die Triggerlandkarte, indem wir typische Situationen, Menschen, Orte oder Uhrzeiten erfassen, an denen Ärger überproportional auftritt, entdecken wir Muster. Häufig sind es Überlastung,
unklare Erwartungen, Perfektionismus oder alte Geschichten. Wer seine Muster kennt, kann vorbeugen. Puffer einplanen, Erwartungen klären, Rituale einführen, die Selbststeuerung stärken. Aus dem Feind Ärger wird so ein Frühwarnsystem, das Orientierung bietet, ohne das Steuer zu übernehmen. Zweitens. Kognitive Strategien. Reframing, Bewertungswechsel und mentale Werkzeuge. Der schnellste Hebel gegen unnötigen Ärger sitzt im Kopf. Kognitives Ärgermanagement bedeutet, automatische Denkmuster sichtbar zu machen und bewusst neu zu wählen. Birkenbiel stellt dazu ein Arsenal einfacher, gehirngerechter Methoden vor. Zentral ist der Bewertungswechsel. Was bedeutet das Ereignis wirklich und welche alternativen Deutungen sind plausibel? Statt ein Verhalten sofort als Respektlosigkeit zu etikettieren, können wir testen, ob Überforderung, Unklarheit oder Missverständnisse im Spiel sind. Bereits eine kleine Verschiebung der Interpretation senkt die physiologische Erregung und öffnet die Tür für konstruktive Reaktionen. Reframing ist die Kunst, dem gleichen Sachverhalt einen anderen Rahmen zu geben. Aus der nervigen Wartezeit wird Trainingszeit für Atmung oder Miniplanung. Aus dem kritischen Feedback wird eine Gratisberatung. Wichtig ist, Reframing nicht als rosarote Brille zu missverstehen. Es geht um nützliche, nicht um naive Deutungen. Birkenbiel vermittelt Fragen, die Denken in Bewegung bringen. Was ist die freundlichste stimmige Erklärung? Was lerne ich hier über meine Bedürfnisse? Was dient mir in einer Woche, in 3 Monaten, in einem Jahr? Diese 3K-Perspektive kurz, mittel, lang reduziert, Kurzschlussreaktionen. Ein zweites Werkzeug ist das Entgiften von Sprache. Wörter wie immer, nie, alle, muss oder unmöglich verstärken Ärger. Wer stattdessen oft, selten, viele, möchte oder schwierig sagt, nimmt Druck aus der Situation. Sprache formt Wahrnehmung. Deshalb lohnt es sich, interne Dialoge zu prüfen. Ein Gedankenstopp mit anschließendem Fokus auf die nächste sinnvolle Handlung ist oft wirksamer als stundenlanges Grübeln. Hier helfen Wenn-Dann-Pläne. Wenn ich merke, dass ich innerlich hochfahre, dann atme ich 3-mal tief aus und formuliere eine Ich-Botschaft. Auch typische Denkfehler spielen mit. Personalisierung, Gedankenlesen, Katastrophisieren. Birkenbiel empfiehlt ein kurzes Prüfprotokoll. Welche Fakten liegen vor? Welche Deutung füge ich hinzu? Welche Alternativen sind denkbar? Was spricht für? Was gegen? Diese nüchterne Bestandsaufnahme schafft Klarheit. Ergänzend funktioniert die Methode der minimalistischen Forderungen. Erwartungen in Kann statt Muss-Form bringen. Ich kann pünktlich sein ist flexibler als ich muss pünktlich sein und reduziert Selbstärger bei unvermeidlichen Abweichungen. Schließlich arbeitet Birkenbiel gern mit Visualisierungen und Skizzen. Eine kleine Skala von 0 bis 10 für Ärgerintensität hilft, Verläufe zu sehen. Ein kurzes Kava, also ein Wortbild, zu einem Trigger erzeugt neue Assoziationen und lockert starre Muster. Kognitive Strategien sind keine Kopfakrobatik, sondern praktische Steuerungshebel. Sie kosten wenig Zeit, bringen aber viel Wirkung, weil sie den entscheidenden Schritt zwischen Auslöser und Handlung verändern. Drittens. Ärgerfrei kommunizieren. Ich-Botschaften, Grenzen, Deeskalation. Ein großer Teil unseres Ärgers entsteht in der Interaktion mit anderen. Deshalb widmet Birkenbiel viele ihrer Tipps der Kommunikation. Ziel ist nicht Harmonie um jeden Preis, sondern Klarheit ohne Verletzung. Kernstück sind Ich-Botschaften. Statt „Du machst mich wütend“ formulieren wir wahrnehmungsnah, bedürfnisorientiert und lösungsfokussiert. Wenn Meetings überziehen, sinkt meine Konzentration. Mir ist wichtig, die Agenda einzuhalten. Vorschlag: Zeitwächter festlegen und Puffer am Ende. Diese Struktur senkt Abwehrreaktionen, weil sie nicht angreift, sondern Orientierung bietet.
Wesentlich ist Deeskalation. Ein bewährter Leitfaden besteht aus 4 Schritten: Entschleunigen, Verstehen, Klären, Vereinbaren. Zuerst das eigene Nervensystem herunterregeln, dann die Perspektive der anderen Seite spiegeln, anschließend Anliegen und Grenzen klar benennen und schließlich eine konkrete Vereinbarung treffen. In heiklen Situationen hilft das Prinzip der Zeitbrücke. Lieber eine kurze Pause verabreden, als im erhitzten Zustand Entscheidungen erzwingen. 2 Sätze reichen. Das ist mir wichtig. Ich möchte klar denken. Lass uns in 20 Minuten weitersprechen. Zuhören ist ebenfalls ein Ärgerdämpfer. Aktives Zuhören, also in eigenen Worten zusammenfassen, was die andere Person sagt, reduziert Missdeutungen. Gleichzeitig entlastet es, weil wir nicht sofort lösen müssen. Für schriftliche Kommunikation empfiehlt Birkenbiel eine Verzögerungsregel. Heikle E-Mails nie sofort abschicken, sondern als Entwurf parken, laut lesen, tonale Markierungen prüfen und erst dann senden. Im Alltag vermeiden klare Betreffzeilen, Aufzählungen und Enddaten viele Schleifen und Reibungen. Grenzen setzen gehört zum Ärgermanagement. Grenzen sind nicht gegen andere, sondern für die eigene Funktionsfähigkeit. Ein höfliches Nein mit Begründung und Alternativvorschlag erhält Beziehungen und schützt Ressourcen. Beispiel: Danke für die Anfrage. Diese Woche ist meine Kapazität voll. Ich kann nächste Woche 2 Stunden einplanen. Bitte gib Bescheid, ob das passt. Solche Formulierungen sind konkret, respektvoll und wirksam. Konflikte lassen sich nicht wegzaubern, aber sie lassen sich so gestalten, dass sie nicht eskalieren. Birkenbiel empfiehlt, Metagespräche zu führen. Also nicht nur über Inhalte reden, sondern über Zusammenarbeit. Was brauchen wir, damit es rund läuft? Was lassen wir künftig weg? Welche Signale nutzen wir, wenn es kippt? Diese einfache Metaebene spart auf Dauer enorm viel Ärger, weil sie Spielregeln explizit macht. Wenn Emotionen hochkochen, kann Humor entkrampfen. Wichtig ist, nie über Personen zu lachen, sondern mit ihnen oder über Situationen. Ein gemeinsam erkannter Absurditätsmoment löst Spannung und schafft Verbundenheit. Zusammengefasst: Gute Kommunikation ist Ärgerprophylaxe. Sie setzt bei Haltung, Struktur und Wortwahl an und macht aus Gegeneinander ein Miteinander. 4. Notfallkoffer und Mikroübungen. Soforthilfen für hitzige Momente. Im Alltag gibt es Sekunden, in denen wir keinen Spielraum zu haben scheinen. Genau dafür empfiehlt Birkenbiel einen Notfallkoffer aus Mikroübungen, die jederzeit und überall funktionieren. Erste Wahl ist die Atmung, weil sie direkten Zugriff auf das autonome Nervensystem bietet. Bewährt hat sich die 4-6-8-Atmung. 4 Sekunden ein, 6 halten, 8 aus. 3 Runden senken spürbar die Erregung. Alternativ hilft das längere Ausatmen über Summen, Flüstern oder leises Zählen, weil es den Vagusnerv stimuliert. Progressive Muskelentspannung in Kurzform ist das 2. Tool. Für 5 Sekunden Fäuste ballen, Schultern heben, Gesicht anspannen, dann bewusst lösen. Der Kontrast macht Spannung spürbar und entlädt überschüssige Energie. Ähnlich wirksam ist Powerstehen. Aufrichten, Schultern nach hinten, Brustkorb öffnen, beide Füße fest am Boden. Embodiment beeinflusst Gefühl. Wer sich körperlich stabil stellt, denkt ruhiger. Für den Kopf eignet sich die 3x3-Methode. 3 Dinge sehen, 3 Geräusche hören, 3 Körperempfindungen spüren. Diese sensorische Verankerung holt Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt. Als kognitive Kurzintervention dient die Frage: Was ist die kleinste sinnvolle nächste Handlung? Statt das ganze Problem zu wälzen, handeln wir fokussiert. Ein weiterer Klassiker ist die Wenn-Dann-Technik. Wenn Person X dies sagt, dann nenne ich eine Zahl, trinke einen Schluck Wasser und formuliere eine Ich-Botschaft. Solche Pläne legen Verhaltensschienen, die in Stresslagen automatisch greifen.
Auch Birkenbiel-typisch sind kleine gehirngerechte Tools wie Kawas und Wortbilder. Ein spontanes Kawa zum Wort Stau kann etwa Pause, Planung, Podcast aktivieren. Dadurch kippt der Fokus vom Ärger auf Nutzen. Ein Anti-Ärger-Tagebuch unterstützt die Nacharbeit. Kurz notieren: Auslöser, Bewertung, Reaktion, Alternative. Mit der Zeit entstehen Muster und bessere Standardantworten. Für Digitalstress helfen Push-Pausen, also Zeitfenster ohne Benachrichtigungen, und E-Mail-Slottings zu festen Zeiten. Rituale stabilisieren die Wirkung. Eine Morgenroutine aus 2 Minuten Atmung, kurzem Tagesfokus und einem Satz-Vorsatz stärkt die innere Führung. Abends ein Mini-Review mit 3 Fragen. Was lief gut? Was war herausfordernd? Was probiere ich morgen anders? Schließt den Lernkreis. Wichtig ist, klein zu starten. Mikroübungen punkten durch Machbarkeit. Jede gelungene Intervention stärkt Selbstwirksamkeit und macht die nächste leichter. So wächst aus ersten Erfolgen eine stabile Ärgerkompetenz. Schließlich langfristige Gelassenheit. Werte, Gewohnheiten und System statt Willenskraft. Soforthilfen sind wichtig, aber echte Veränderung entsteht aus Systematik. Birkenbiel plädiert für einen Ansatz, der Werte klärt, Strukturen schafft und Gewohnheiten stapelt. Am Anfang steht die Frage: Wofür will ich meine Energie verwenden? Ärger frisst Ressourcen. Wenn klar ist, welche 3 Werte im Alltag Priorität haben, fällt es leichter, unwichtige Kämpfe zu lassen und bei Wichtigem klar zu bleiben. Erwartungen justieren gehört dazu. Perfektionismus ist ein Ärgergenerator. Besser ist ein Standard definieren, der gut genug ist, und Reserven für Unerwartetes einplanen. Lebensstil wirkt wie ein Verstärker. Schlaf, Bewegung, Ernährung und soziale Unterstützung sind Basis. Wer dauerhaft müde ist, hat weniger Selbstkontrolle. Kleine Routinen reichen. Regelmäßige Schlafzeiten, kurze Bewegungshäppchen, Wasser am Arbeitsplatz, Kontakte pflegen. Ein persönliches Stressbudget hilft, Überlastung zu vermeiden. Wer seine Woche mit Pufferzonen plant und nicht jede Lücke füllt, reduziert Ärgerquellen, bevor sie entstehen. Auf der Arbeit ist Klarheit das beste Anti-Ärger-Mittel. Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege explizit machen. Prioritäten visualisieren. VIP begrenzen, also nur wenige Dinge gleichzeitig bearbeiten und klare Regeln für Kommunikation etablieren. Dazu gehört, wann welches Medium angemessen ist, wie schnell Antworten erwartet werden und wie Eskalationen laufen. Solche Standards verringern Reibung und geben Sicherheit. Ein weiterer Pfeiler sind Lernzyklen. Birkenbiel schlägt kleine Experimente vor, die 14 bis 30 Tage laufen. Ein Thema wählen, 2 bis 3 Maßnahmen definieren, Messpunkte festlegen, wöchentlich reflektieren, am Ende Bilanz ziehen. Das ist gelebtes Selbstcoaching. Rückfälle gehören dazu. Deshalb braucht es eine Rückfallstrategie. Wenn ich vom Plan abweiche, kehre ich mit dem nächsten Anlass zurück, ohne Selbstvorwurf, und beginne mit dem kleinsten Schritt. Diese Haltung verhindert den Alles- oder Nichts-Effekt. Schließlich spielt Sinn eine Rolle. Wenn Ärger uns zeigt, dass ein Wert verletzt ist, können wir Wege suchen, diesen Wert anders zu leben. Statt endlos gegen Umstände zu kämpfen, lenken wir Energie in Gestaltungsräume. Dankbarkeit und Erfolgsnotizen trainieren den Blick fürs Gelungene, was die Grundstimmung hebt und die Ärgerschwelle anhebt. Gelassenheit ist kein Zustand, sondern ein Training. Mit einem System aus klaren Werten, schlauen Routinen und lernender Reflexion wird weniger Ärgern zur realistischen, stabilen Lebenspraxis. Zusammenfassend: Dieses Buch empfiehlt sich für alle, die im Alltag schnell hochfahren, sich nach Konflikten ausgelaugt fühlen oder ihre Energie gezielter einsetzen möchten. Berufstätige, die zwischen Meetings, Mails und Deadlines pendeln, profitieren ebenso wie Eltern, die familiäre Dynamiken entspannter gestalten wollen. Führungskräfte finden praxistaugliche Leitplanken für Gespräche und Teamregeln,
Auch Menschen, die bereits Achtsamkeit oder Kommunikationstrainings kennen, bekommen mit Birkenbiels gehirngerechtem Ansatz frische, sofort umsetzbare Impulse. Warum lohnt sich gerade dieses Buch? Erstens verbindet es verständliche Erklärungen mit handfesten Übungen. Keine vagen Ratschläge, sondern 59 präzise Tools, die Theorie und Praxis verknüpfen. Zweitens ist der Stil entlastend, humorvoll, respektvoll, ohne moralischen Zeigefinger. Das senkt die Einstiegshürde und fördert Dranbleiben. Drittens sind die Methoden modular. Sie können einzelne Mikroübungen nutzen, ein Wochenprogramm bauen oder ein persönliches Anti-Ärger-System entwickeln. So entsteht Wirkung, die sich an Ihren Alltag anpasst, statt ihn zu überfrachten. Der Nutzen für Ihr Leben ist konkret. Sie gewinnen Souveränität in heiklen Momenten, verbessern Beziehungen, treffen klarere Entscheidungen und schützen Ihre Gesundheit. Indem Sie die Reizreaktionslücke vergrößern, reduzieren Sie impulsive Fehler. Kognitive Strategien entgiften innere Dialoge, Deeskalationsmethoden verhindern Beziehungsschäden und Rituale stabilisieren langfristig. Besonders wertvoll ist die Perspektive, Ärger als Signal zu lesen und systematisch damit zu arbeiten. Das verwandelt Frust in Orientierung und schafft Handlungsfähigkeit. Im Vergleich zu vielen Ratgebern setzt Birkenbiel auf gehirngerechte Didaktik, bildhafte Erklärungen und kleine, kluge Schritte. Sie hat jahrzehntelang erforscht, wie Menschen lernen und verändern. Diese Erfahrung spürt man auf jeder Seite. Wenn Sie ein Buch suchen, das nicht nur motiviert, sondern messbar hilft, Alltagsecken zu entkrampfen, ist dieses Anti-Ärger-Werk eine hervorragende Wahl. Es liefert sofortige Entlastung und baut zugleich eine robuste Gelassenheitskompetenz auf. Kurz, ein Kauf mit hohem Wirkungsgrad für mehr Ruhe, Klarheit und Lebensfreude. Wenn Sie unterstützen möchten, Vera F. Birkenbiel, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.